Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop, November 2025. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend, jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb der Infobox. Drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im November bitte. Warten. Großes Thema Warten. Du hast viel Zeit zu warten, scheint es. Oder du nimmst dir so viel Zeit zu warten. Doch sie sagen, die Magie kann sich erst entfalten, wenn du den ersten Schritt zur Handlung unternimmst. Ja, liebe Jungfrau. Kommen ganz schön viele Karten. Schauen wir uns an. Deine Themenkarten. Ja, in der Tat. Du wartest und hoffst. Bittest du? Ja, du hast richtig verstanden. Bittest du. Falls nicht, beginne zu bitten. Und du wirst sehen, dass der Weg sich auftut, dass das Warten ein Ende hat, dass du den Impuls bekommst. Jetzt ist die Zeit, den ersten Schritt zu unternehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, den ersten Schritt. Vielleicht gibt es einige unter euch, die gerade Fuß- bzw. Beinprobleme haben, gesundheitliche, sich schwer fortbewegen können. Doch nicht nur physisch, sondern auch energetisch. Und falls ihr euch energetisch auch nicht vorwärts bewegt, also sprich nicht in die Handlung kommt, wird es sich sicherlich auch im Körper manifestieren. Das löschen wir jetzt gleich. Löschen, löschen, löschen bitte. Es geht um eine Verbindung. Sei es um eine zwischenmenschliche Verbindung im Hier und Jetzt, sei es um eine geistige Verbindung, vielleicht die Verbindung zu dir selbst, vielleicht die Verbindung zu deinem höheren Selbst, whatever. Es geht definitiv darum, dass du im Zentrum von allem bist, du dich im Zentrum von allem sehen solltest und darfst. In dieser Zeit des Wartens, wie nutzt du sie denn? Nutzt du sie, indem du hoffst, indem du verzweifelst, indem du resigniert bist? Oder nutzt du diese Zeit, um wirklich glasklar in deinen Gedanken auszusortieren? Worauf lohnt es sich zu warten und worauf nicht mehr? Im Endeffekt könnten wir auch sagen, dass du dein ganzes Leben mit Warten verbringst, nicht? Du möchtest etwas aus dir selbst herauskitzeln. Es ist etwas mit dem Kopf gegen die Wand, batsch, 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 wo du einfach sagst, es gibt's doch nicht. Ja, in der Tat, so ist es. Doch du bist dafür verantwortlich, liebe Jungfrau, niemand sonst. Der November möchte dir in dieser Zeit des Wartens, wo du vielleicht feststeckst, wo du vielleicht kurz außer Gefecht gesetzt bist, physisch, die Zeit schenken, eine neue Vision generieren zu dürfen. Nutze die Zeit, um zu manifestieren und nutze auch die Zeit zu sagen, mit gewissen Attitudes, Gedanken, Situationen ist jetzt Schluss. Dann haben wir noch jemanden im Zwischenmenschlichen, der sehr feurig unterwegs ist. Das kann selbstverständlich vom Feuerzeichen her, vom Sternzeichen her sein, wie der Löwe Schütze, welcher immer und immer wieder eine Grenze überschreitet, deine Grenzen überschreitet
Und auch dort geht es darum zu sehen, was verbindet dich mit diesem Menschen noch. Schauen wir uns das Hauptthema an, das dich im November begleiten wird. Dein Hauptthema. Unter welchem Themenstern steht der November? Wow, zu viele. Kommen gleich 6 Themenkarten heraus. Wow, schon wieder. 4 Themenkarten. Ja, es ist tatsächlich die Sache der Manifestation, des Wartens, die Wartezeit zu nutzen. Und die Frage ist, auf was wartest du denn? Es kommt dich keiner retten? Oder ist dieses Warten deiner Vergangenheit geschuldet, dass du abwartest, ob irgendwas sich wieder präsentiert, ob irgendwas wieder so wird, wie es einst war, liebe Jungfrau? Worum geht es hier ganz genau? Du darfst in die Handlung kommen. Natürlich, ich höre dich schon rufen. Ja, wenn ich doch nur wüsste, was zu tun ist, in welche Richtung ich blicken soll, in welche Richtung ich gehen soll. Geh einfach in irgendeine Richtung. Wenn du den ersten Schritt tust, wie gesagt, wirst du erkennen, ist die Richtung richtig, bringt dich dieser Schritt in eine andere Richtung. Who knows? Komm einfach in die Handlung. Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Jungfrau. Denn wenn du weiterhin bibberst und hoffst, wird das Universum einschreiten und plötzliche drastische Veränderungen hervorrufen. Der 1. November, schon ausschlaggebend. Eine Idee, ein Impuls, geh dem nach. Der 11. November bringt Ruhe in dich hinein, in eine Situation hinein. Sie bringt Gerechtigkeit, etwas darf sich lösen, auflösen, lockern. Der 14. vom 4. bis zum 14. Die Energien stehen sehr, sehr gut für den ersten Schritt in die Handlung. Und Vorsicht vor dem 16. bis 18. November. Dort können, wie gesagt, unvorhergesehene Events stattfinden. Eine Waage möchte mit dir zusammen kreieren. Eine Waage braucht vielleicht Rat. Bevor ich dein Video angefangen habe, habe ich schon so einen Reizhusten bekommen, dass ich mir einen Tee gemacht habe. Aber der nutzt auch nichts. Liebe Jungfrau, jetzt habe ich hier nicht mal was für meinen Hals. Bitte achte darauf, wie du mit dir selbst kommunizierst. Mir bleibt glatt die Luft weg. Abnehmender Mond ist wichtig. Dort wirst du etwas beenden.
Du bekommst bei deinem Vorhaben Hilfe, Unterstützung. Wow. Ja, besser könnte es ja gar nicht sein. Es scheint, die festgefahrene Situation, dieses Abwarten, liebe Jungfrau, hat mit Finanziellem zu tun, hat mit Materiellem zu tun. Du suchst nach einem Ausweg, du suchst nach einer Lösung und hört. Sie sagen, bei manchen ist das Selbstbewusstsein sehr stark an das Guthaben auf dem Bankkonto gekoppelt. Wow! Falls du mit einem Wasserzeichen verbunden bist, Fisch, Krebs, Skorpion. Dieses Wasserzeichen hat momentan sehr viel Leichtigkeit an sich. Sie sagen übertragbare Leichtigkeit. Das bedeutet, vielleicht fühlst du dich zu diesem Wasserzeichen auch sehr hingezogen, weil, wenn du mit diesem Wasserzeichen zusammen bist, schlichtweg auch deine Energie, deine Frequenz erhöht wird, du vielleicht deine Sorgen vergisst, du dich dort hineintun kannst. Sie sagen, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Impuls in diesem Ganzen, einen kreativen Impuls. Es ist, liebe Jungfrau, als könntest du dir da etwas abschauen. So nach dem Motto, warum ist die Leichtigkeit so sehr vorhanden? Und sie sagen schlichtweg, liebe Jungfrau, dass es um die Kreativität geht. Grauenvoll. Liebe Jungfrau, ich hoffe nicht, dass du erkältet bist. Oh mein Gott. Es geht um die Kreativität, die dieses Wasserzeichen in sich trägt. Die trägst du auch in dir. Doch das Wasserzeichen lässt ihr freien Lauf. Und das ist das, was die Leichtigkeit ausmacht. Das ist der kleine, feine Unterschied zu dir und dem Wasserzeichen. Drum beobachte und komm in die Handlung. Deine Intuition weist dir den Weg. Doch bist du gewillt, auf sie zu hören? Bist du gewillt, den ersten Schritt zu diesem Weg zu gehen? Sie sagen im November, 8. November, ist ein ganz, ganz wichtiger Tag für dich. Es ist der Tag der Tage. Irgendein Muster, irgendein so Wellenmuster, auf und ab. Sie sagen, ein Widerspruch in sich, ein geradliniges Wellenmuster. Vielleicht beschäftigst du dich damit. Wisse,
dass du im November 2 Menschen an deiner Seite hast. Ihr ergebt ein ganz wunderbares Dreiergespann. Ihr könnt euch gegenseitig inspirieren und schützen. Ich wollte eigentlich stützen sagen, doch anscheinend auch schützen. Macht was aus diesem geschützten heiligen Raum. Die Energie der Rosen am Wasser, whatever das für dich bedeutet, ist die Energie, die mit aufzunehmen ist. Interessant. Wir machen weiter im Extended. Sie sagen noch, jemand sollte aufpassen, nicht zu viel abzunehmen. Sei es physisch, energetisch. Du weißt schon lange, worum es geht, liebe Jungfrau. Sehr, sehr lange. Was hält dich ab? Wenn du ehrlich zu dir bist, weißt du schon längst, in welche Richtung es geht. Ja, was reden wir denn dann? Die Ziele, die du dir gesetzt hast, sind nicht zu hoch. Doch sind vielleicht nicht deine Ziele, die dich wirklich erfüllen. Und deswegen wartest du eventuell immer noch. Wir machen weiter im Extended, liebe Jungfrau. Wir sehen uns gleich. Ciao!